Hi liebe Moonies und herzlich willkommen zu ein paar Sailor Moon News. Fangen wir direkt an mit etwas, das mich mega freut. Das Musical Sailor Moon The Super Life, das dieses Jahr schon in London und den USA aufgeführt wurde, soll bald gratis als Aufnahme gezeigt werden. Und zwar ab dem 1. August für kurze Zeit auf YouTube. Wie cool ist das denn? Zumindest gehe ich mal davon aus, dass es auch bei uns zu sehen sein wird, auch wenn ich es euch nicht hundertprozentig versprechen kann. In jedem Fall heißt es, dass es überhaupt Aufnahmen gibt und diese veröffentlicht werden. Das war bei der ersten Version von The Super Life nämlich leider nicht der Fall. Ich sollte vielleicht mal kurz erklären, was diese Show eigentlich ist. Ursprünglich hatte sie eher wenig Dialog und gesungene Songs, damit es auch ein internationales Publikum verstehen konnte. Also es war wohl viel mit Tanz und Projektionen. Das wurde dann in Japan, Frankreich, den USA und Taiwan aufgeführt und bekam, wie gesagt, leider nie eine komplette Aufnahme. Man findet nur ein paar Videoclips und den instrumentalen Soundtrack. Aber 2025 wurde das Ganze für London und die USA-Tour komplett überarbeitet. Neues Skript, neue Choreografie, fast nur neue Songs. Es ist jetzt eigentlich eine ganz andere Show und endlich auch ein richtiges Musical. Also jetzt gibt es deutlich mehr Lieder und Dialog. Es erzählt, wie auch die vorherige Version, den ersten Handlungsbogen des Mangas nach. Natürlich ziemlich verkürzt, da es nur 1,5 Stunden geht. Die Show ist auf Japanisch, aber hat englische Untertitel auf dem Bildschirm über der Bühne. Also wer Englisch kann oder einfach die Story kennt, sollte wenig Probleme mit dem Verständnis haben. Das Musical wird übrigens im Oktober nach Japan zurückkehren und mit beiden Casts nochmal aufgeführt. Apropos Casts, dazu kann ich noch sagen, dass in den USA die Senshi aus dem Kaguya Hime und Festival Chronicle Musical am Start waren, also die hatten schon Sailor Mew-Erfahrung. Die Schauspielerin von Snow Kaguya hat Queen Beryl gespielt. Team London war komplett neu, bis auf Sailor Mars, die hatte zuvor schon Sailor Luna. Das wäre auch mal was. Team London war komplett neu, bis auf Sailor Mars, die hatte zuvor schon Luna gespielt. Aber zurück zum Thema YouTube-Veröffentlichung. Hier sind nochmal die Details. Wer Mitglied im offiziellen Fanclub ist, kann die Videos schon ab dem 29. Juli für 3 Tage lang sehen. Danach, vom 1. bis 3. August, wird die London-Aufführung auf dem Sailor Moon YouTube-Kanal gepostet. Der heißt Sailor Moon Official. Ich werde ihn euch verlinken. Und vom 8. bis 10. August gibt's dann die USA-Performance. Also wenn es auch bei uns verfügbar ist, würde ich euch empfehlen, diese Chance zu nutzen. Denn dass ein Sailor Moon Musical gratis auf YouTube gepostet wird, das gab's so noch nie. Und es ist ja sogar eins, das auch englischsprachige Fans verstehen können. Vielleicht verlinke ich euch auch noch ein paar Clips davon, damit ihr vorab mal reinschauen könnt. Kommen wir jetzt zu weiteren News. Das Sailor Moon Museum, das es schon in mehreren japanischen Städten gab, soll im Herbst auch in andere Länder kommen. Welche genau wissen wir leider noch nicht, aber auch diese Neuigkeit freut mich sehr. Ich habe viele Videos und Bilder vom Museum gesehen und es sah wirklich toll aus. Sollte es da weitere Infos geben, werde ich es euch mitteilen, sei es als Video oder als Post in den Community-Beiträgen. Ich kann euch übrigens auch die englische Seite Sailor Moon Fan Network empfehlen, da werden sämtliche News gepostet. Dann noch ein paar Japan-News. Im Winter gibt es wieder ein Sailor Moon Café mit passendem Essen und Merch. Außerdem, was mich überrascht hat, die Live-Action-Serie PGSM wird seit Anfang Juli wieder im japanischen Fernsehen ausgestrahlt, nämlich freitags auf dem Toei Channel. Generell wurde es die letzten Jahre kaum beachtet von offizieller Seite aus, also bis auf diese Show zum 20. Jubiläum wurde es nicht oft erwähnt. Deshalb freut es mich sehr, dass es wieder läuft, auch wenn die meisten von uns es wahrscheinlich nicht schauen können. Übrigens läuft auch die 2. Staffel des Animes wieder, nämlich auf dem Kanal TV Osaka. Und zu guter Letzt noch was Neues von den Harmonix, einer deutschen Sailor Moon Band. Es wurden weitere Songs digital veröffentlicht, nämlich ihre Cover von Sailor Moon auf Weltraumtour, Melodie der Freude und die finale Version von Große Träume als Musikvideo. Denn solltet ihr es nicht mitbekommen haben, sie haben vor kurzem ein ganzes Album auf CD rausgebracht, zu dem ich auch mit ihnen ein Interview führen durfte. Findet ihr auf YouTube, falls es euch interessiert, ebenso wie die digitalen Single-Auskopplungen. Die sind natürlich auch auf Spotify und Co. Oh, und ich sehe gerade, es ist wohl noch eine EP in Planung mit 3 Songs, die es nicht mehr aufs Album geschafft haben. Darunter wohl auch Moonlight Densetsu auf Deutsch. Ihr könnt das Projekt auf ihrer Ko-fi-Seite unterstützen. Ich sag's nochmal zur Sicherheit, das ist keine bezahlte Werbung oder so, ich bin einfach ein Fan der Band. Ja, das waren so die wichtigsten Sailor Moon News der letzten Zeit. Ich finde, da waren tolle Sachen dabei. Aber schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auch sehr über einen Like freuen. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen, ciao bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.